Zunächst hatte sich an der Ludwigsbrücke eine Menge Treibgut gesammelt, das dann weiter zur Heiliggeistbrücke trieb. Da die Gefahr bestand, dass die Brücke beschädigt wird oder es weiter zum Maxwirt treibt und dort Probleme verursacht, musste das Treibgut entfernt werden. Sie können ja mal raten, wie viele Baumstämme hier liegen, die vom Kran herausgehoben werden müssen. Eine besondere Herausforderung war die Drahttragekonstruktion der Straßenlampen. Am Sonntag, dem 20. Juli 2020 um 6 Uhr morgens kam also der große Kran, um das Treibgut aus der Isar zu heben. Dazu musste die ganze Brücke gesperrt werden. Eine Kamera unterstützt den Kranführer. Als nächstes muss der Kran sicher aufgestellt werden. Dazu ist ein ganzer Laster mit Zubehörteilen mit angereist. Metallplatten dienen als Unterlage. Gegengewichte werden hinten am Kran eingehängt. Das Aufrüsten dauert fast 45 Minuten. Eine letzte Besprechung, dann kann es losgehen. Zwei Männer werden in einem Tragekorb an die Wasseroberfläche gehoben und versuchen mit Metallhaken die Eisenkette unter dem Stamm durchzuziehen. Ist dies gelungen, werden die Arbeiter abgesetzt und der Korb ausgehängt. Dann kann der Stamm mit der verbliebenen Eisenkette herausgezogen werden. Das Ablegen des ersten großen Stammes gestaltet sich schwieriger als erwartet. Das war knapp. Glück gehabt. Die Stämme werden gleich an Ort und Stelle zerlegt.
Der Biber schaut nach, wo sein Baum geblieben ist. Ja, hallo. Eine Menge Teile sind aus dem riesigen Stamm geworden. Inzwischen hat der Kran die Brückenseite gewechselt, was 45 Minuten abbauen und wieder 45 Minuten aufbauen bedeutet. Und der große Wurzelstamm wird auch noch verladen. Inzwischen ist es kurz vor 10 Uhr. Zunächst werden jetzt 2 Stämme gegen das Abtreiben gesichert. Die Männer in der Kabine sind nochmals mit Gurten gesichert. Dieser Stamm ist unerwartet riesig. Die Arbeiter befürchten ein Zerbrechen des Stammes und sichern den zweiten Stamm auch noch mit einer weiteren Kette. Ein Stamm wird auch von der anderen Seite herausgehoben. Was für eine Aussicht!
wird schon unruhig. Inzwischen ist es 12 Uhr und die letzten Baumstücke werden aufgeräumt. Nun ist die Brücke wieder frei. Aber nicht lange. Das nächste Hochwasser und wieder muss Treibgut entfernt werden. Am 18.08., also nur gut 4 Wochen später, geht es wieder von vorne los.